Willkommen bei ETech mit Janiello. In diesem Video zeige ich dir ein Schema, mit dem du die Wechselstromgrößen einer Reihenschaltung aus einem kapazitiven und einem Wirkwiderstand berechnen kannst. Das ist die Aufgabe. Ein Wirkwiderstand und ein Kondensator sind in Reihe geschaltet. Falls du die Aufgabe erst einmal selbst berechnen möchtest, findest du hier schon mal die Ergebnisse. Der Kondensator verschiebt die Sinuskurve der Spannung, blau, um einen Phasenwinkel Phi gegenüber dem gemeinsamen Strom, rot. Dabei handelt es sich nur um die Teilspannung UC, die am Kondensator abfällt. Die gesamte Spannung U wird nicht um diesen Phasenwinkel verschoben, weil ja noch der Wirkwiderstand R in der Schaltung ist und dort keine solche Phasenverschiebung entsteht. Anstelle mit Sinuskurven kann man die Verschiebung etwas kompakter durch die Vektoren von Strom I und Spannung UC darstellen. Die beiden Vektoren rotieren gegen den Uhrzeigersinn. Ihre Phasenverschiebung von 90 Grad zueinander behalten die beiden Vektoren bei. Am Wirkwiderstand R fällt auch eine Spannung ab, die sich sinusförmig ändert. Im Unterschied zum Kondensator ändert sich die Spannung hier aber synchron mit dem Strom. Die beiden Vektoren UR und I liegen deswegen aufeinander. Zur besseren Vergleichbarkeit hält man die Vektoren an und legt den Stromvektor auf die reelle Achse. Das macht man, weil der Strom die gemeinsame Größe ist und weil der reellen Achse der Winkel 0 Grad zugeordnet wird. Dann legt man beide Spannungsvektoren in dasselbe Kreisdiagramm. UR auch bei 0 Grad, UC dagegen auf minus 90 Grad, weil die Spannung am Kondensator ja dem Strom nachläuft. Gesucht ist hier A die Impedanz, B die Teilspannungen und C der Strom, der durch die Impedanz fließt. Kleiner Hinweis: Ich verwende bei der Berechnung grundsätzlich einen von diesen 5 Gesetzen. Das Ohmsche Gesetz, das bei allen Schaltungsformen gilt, und hier bei Reihenschaltungen nur die Spannungsteilerregel oder den Maschensatz. Gesucht ist zunächst die Impedanz. Die Impedanz ist ein Gesamtwiderstand, der aus mindestens einem Wirk- und einem Blindwiderstand besteht. Als Blindwiderstand haben wir hier den Widerstand des Kondensators. Der ist durch folgende Gleichung berechenbar. In unserem Fall setzen wir für die Kapazität 220 Nanofarad ein, wobei Nano für 10 hoch minus 9 steht. Der Taschenrechner zeigt den Betrag von XC an, 7,234 Kiloohm. Einsetzen in die Gleichung 1 ergibt eine Impedanz von 4,7 Kiloohm des Wirkwiderstandes R minus 7,234 Kiloohm des Kondensatorwiderstandes mal I. Grafisch gesehen enthält dieses Ergebnis damit 2 Vektoren. Der Wirkwiderstand R liegt wie immer auf der reellen Achse. Er entspricht der x-Komponenten der Impedanz. Der Vektor vom Blindwiderstand zeigt wegen des Minus auf der Imaginärachse nach unten. Diese Komponente ist senkrecht zu der des Wirkwiderstandes. Senkrecht heißt im Technischen normal. Daher nennt man diese komponentenweise Darstellung des Ergebnisses Normalform. Alternativ lässt sich auch der Betrag von Z, hier der rote Vektor und dessen Winkel zur reellen Achse, als Ergebnis angeben. Den Winkel schreibt man in den Exponenten einer E-Funktion. Daher heißt diese Darstellungsform des Ergebnisses auch Exponentialform. Um jetzt eine Teilspannung zu berechnen, sagen wir UR, bietet sich die Spannungsteilerregel an. Sie bietet sich deshalb an, weil schon eine Spannung bekannt ist, nämlich die Gesamtspannung. Dazu schreibe ich die gesuchte Spannung in den Zähler und die bereits bekannte in den Nenner. Das vermindert die Fehlerwahrscheinlichkeit unter stressigen Klausurbedingungen. Auf der rechten Seite stelle ich das Verhältnis der Widerstände auf, an denen die beiden Spannungen abfallen. Denn die Spannungen verhalten sich genauso zueinander wie die Widerstände. Da UR an R abfällt, steht im rechten Zähler der Wirkwiderstand R. Und weil die Gesamtspannung U an allen beiden Widerständen abfällt, steht im rechten Nenner die Impedanz Z. Nach UR auflösen und dann die Zahlenwerte einsetzen, führt zu einer Gleichung, in der ich schon vorab der Gesamtspannung denselben Winkel zugeordnet habe wie der Impedanz. Dass die Winkel von Widerstands- und Spannungsvektoren gleich sind, folgt aus der Aussage der Spannungsteilerregel. Wenn sich die Spannungen von ihrer Größe her genauso verhalten wie die Widerstände, muss das auch für ihre Winkel gelten. Der Teilspannung UR ordnet man genau wie R den Winkel 0 Grad zu. Das heißt, dass sowohl R als auch UR auf der reellen Achse liegen. Bei UC sind es genauso minus 90 Grad wie bei XC. Dadurch sind sich die beiden Vektordreiecke von Spannungen und Widerständen ähnlich. Nur, dass die Größen links in Volt gemessen werden und rechts in Ohm. Zurück zur Gleichung.
Weil sich hier die E-Funktionen wegkürzen und auch die Einheit Kiloohm, lässt sie sich kürzer schreiben und ergibt den Spannungswert von gut 13 Volt. Dass der Vektor auf der reellen Achse liegt, kann man, muss man aber nicht, durch E hoch 0 Grad angeben. Die andere Teilspannung ist die am Kondensator. Da wir von 3 Spannungswerten nur eine einzige nicht kennen, kann man UC aus dem Maschensatz berechnen. Es gibt hier allerdings zu beachten, dass wir in der Fläche agieren, also auch Winkel berücksichtigen müssen. Man rechnet also mit Vektoren, was bedeutet, dass alle U's grundsätzlich positiv betrachtet werden. Das Minuszeichen, das die Richtung von UC angibt, ist schon im Ausdruck für den Vektor enthalten, wird also nicht extra nochmal geschrieben. Umstellen nach der gesuchten Spannung UC und Einsetzen der Werte inklusive Winkel ergibt einen Ausdruck, den man entweder in Normalform umwandeln muss oder, was definitiv einfacher ist, im Komplexmodus des Taschenrechners eintippt. 24, Winkelzeichen, minus 57, minus 13,075, Winkelzeichen 0 ist gleich. Das Ergebnis sind dann 20,128 Volt bei einem Winkel von minus 90 Grad, also von der reellen Achse aus im Uhrzeigersinn gedreht. Erkennbar an den E hoch minus 90 Grad zeigt UC genauso nach unten wie der kapazitive Blindwiderstand XC. Damit sind jetzt alle Spannungen bekannt. Weiter geht es mit der Bestimmung des Stroms, der durch diese Reihenschaltung fließt. Da es 3 Spannungen, aber nur einen Strom durch eine Reihenschaltung gibt, liegt dieser Strom als Orientierungsgröße auf der reellen Achse. Sein Winkel muss also 0 sein. Aber wie groß ist der Betrag des Stroms? Da sowohl Widerstände als auch Spannungen bekannt sind, kann man hier mit dem Ohmschen Gesetz arbeiten. Nur dass in der Formel URI das R durch die Impedanz Z ersetzt werden muss, weil bei Wechselstromschaltungen auch die Blindwiderstände berücksichtigt werden müssen. Umstellen nach I und Einsetzen der Werte liefert einen Bruch, bei dem ich auch die Winkel mitgeschrieben habe, obwohl sie sich wegkürzen. In einer Reihenschaltung entsprechen sich ja die Spannungen und Widerstände. Du kannst die Winkel daher auch gleich weglassen. Das habe ich mit dem Ergebnis auch so gemacht. Ich hätte ein E hoch 0 Grad dahinter schreiben können, wie es auch links unten steht, habe es aber weggelassen, weil irgendwas hoch 0 als Ergebnis immer 1 ist. Zum Schluss hätte ich gern noch einen Tipp von dir. Stören dich die handgeschriebenen Formeln oder dass die Formeln mal handgeschrieben und mal mit dem Editor erstellt wurden? Wäre es besser, alle Formeln mit dem Editor zu schreiben? Ist natürlich mehr Arbeit, aber wenn es dem Verständnis dient, würde ich das auf mich nehmen. Ich bin da noch etwas unentschlossen.